Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Reihe Tipps und Tricks. Natürlich auch wieder mit meiner Kollegin Silke Hitzkes. Ja, hallo Manfred, hallo liebe Zuschauer. Und Silke, was bringst du uns heute für ein Thema mit? Ja, heute geht es um die Verkaufsdisposition. Das klingt jetzt sehr theoretisch, ist es aber gar nicht. Es ist einfach eine Schnellerfassung im Angebot oder in einem Auftrag. Dann lass uns die Theorie beenden, sondern zeigen wir die Praxis. Ja, wunderbar. Okay. So Manfred, jetzt zeige ich dir mal die Verkaufsdisposition. Und zwar befinde ich mich jetzt hier im Rollencenter Verkaufsleiter Bau und wir gehen einfach mal in die Verkaufsauftragsübersicht. Das heißt, die Rolle spielt keine Rolle, um es mal genau auf den Punkt zu bringen. sozusagen. Genau, die Rolle spielt keine Rolle. Ja. Das könnte natürlich jetzt auch irgendeine andere Rolle sein, Ja. aber wir sind jetzt in der Verkaufsauftragsübersicht. Gehen dann in einen vorbereiteten Auftrag. Das wäre jetzt ein Auftrag für den Debitoren Klaus Linnemann und du siehst, dass die Positionen noch leer sind. Das heißt, was würde ich jetzt machen? Ich springe mit F6 in die Zeile und würde jetzt anfangen, meine Positionen zu erfassen. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Artikelnummer weißt, 103717, das wäre mal ein einfacher Kanal-Grundrohrbogen, ein KG-Rohr, ich nehme mal 100 Stück. Und dann müsste ich in die nächste Zeile hüpfen und die nächste Artikelnummer eintragen. Aber gerade bei den KG-Rohren oder Bögen ist es ja so, dass du meistens nicht nur einen verkaufst, sondern diverse. Ganz genau. Und da hilft uns jetzt die Verkaufsdisposition. Ah, ja. Das heißt, du kannst jetzt hier im Menüband Start in der Gruppe Aktionen die Verkaufsdisposition aufrufen. Kannst dann natürlich auch einen Suchbegriff eingeben, wie zum Beispiel KGB. Und das ist jetzt ein Begriff und keine Zahl, also keine Artikelnummer, denn das würde ja nur einen Treffer bedeuten. Korrekt, genau. So, jetzt sehe ich, dass ich schon 100 und 200 Stück erfasst habe von zwei unterschiedlichen Artikelnummern. Und jetzt kann ich durchaus natürlich hier auch noch weitere Mengen ergänzen. Für Artikel, die vielleicht von dem ursprünglichen Artikel nur minimalst abweichen. Na, wie du hier siehst, zum Beispiel von der Gradzahl. Zum Beispiel auch, was ich aus der Praxis kenne, dass zum Beispiel bei Türen, wenn man da sozusagen das Modell eingibt, kommen gleich alle Türblätter, links Anschlag, rechts Anschlag, irgendwelche Drückergarnituren, alle mit dem gleichen Namen. Und dann kann man sozusagen mit einem Suchbegriff sofort eine ganze Palette eingeben und ist quasi mit dem gesamten Auftrag fertig. Ganz genau, so sieht es aus. Das heißt, das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, das wäre jetzt zum Beispiel mein Klemmfilz in der Baubranche. So, und jetzt findet das System nicht nur den Klemmfilz, sondern zusätzlich auch noch die Klimamembran, die ich dann immer mitverkaufe. Die hört dann quasi auch auf den Suchbegriff Klemmfilz. Ganz genau. Das kann ich vorher so einrichten. Genau. Und jetzt kann ich hier auch wiederum meine Mengen hinterlegen. Dann geht noch ein Rundungsfenster auf. Und schwupps. Habe ich diese Mengen erfasst. Und wenn du das jetzt abschickst, kommen denn beide? Kommt denn auch die Bögen und Klemmfilz? Ganz genau. Und ich könnte sogar noch einen Begriff hinterlegen oder noch weiter suchen, weitere Artikel erfassen, wie zum Beispiel meinen Spiralbohrer. Auch hier noch weitere Mengen erfassen. Das kann ich also so oft machen, bis ich meine Positionen alle erfasst habe und kann dann mit einem Klick auf den Button OK alle Positionen übernehmen. Damit sind wir am Ende der Tipps und Tricks Folge. Schön, dass du da warst, Silke, uns wieder besucht hast. Gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was Neues zeigen und ich wünsche viel Spaß damit. Denken Sie daran, jede Tipps und Tricks Folge finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal. Die Adresse wird gerade unten eingeblendet. Und ich hoffe, Sie beehren uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bis dahin. Tschüss.